Welcome to Road Rarities. Ja, ich bin der Alex. Ich stelle euch kurz das Fahrzeug da vor. Das ist ein 250er Buch, SGS, Baujahr 1960 umeinander. Ist ein Einzylinder, Doppelkolben, Motor vom Buch. Haben es gebaut von 1953 bis 1970, auch in durchaus gute Stückzahlen für die damalige Zeit. Da hat es unterschiedliche Versionen gegeben. Serienversion, eine normale SG, eine SGS, eine Sportversion, eine SGS S, also eine Sport-Super-Version mit Doppelvergaser. Dann hat es auch im Sporteinsatz Werksmaschinen gegeben, unter anderem mit Aluzylinder und 5-Gang-Getriebe. Das ist eine SGS, die ist einfach umgebaut worden, wie die Fahrer das auch früher gemacht haben zu der Zeit. Ein Serienfahrzeug genommen worden und halt anpasst worden individuell und ein bisschen getunt worden. Bei dem Fahrzeug im Speziellen jetzt, was ist anders? Beim Motor sind ein paar Kleinigkeiten geändert, sind die Steuerzeiten ein bisschen überarbeitet, die Auspufflänge und Geometrie ist ein bisschen geändert. Die Getriebeübersetzung ist ein bisschen anders, ein längerer erster Gang und die anderen Gänge sind näher zusammen. Die Schaltung ist ein bisschen optimiert, weil die Schaltung wirklich technisch sehr ein großes Manko von dem Typ war eigentlich, von dem Motor. Das haben sie nicht gut im Griff gehabt. Schwer zum Schalten lassen. Es geht, also man kann das schalten, das ist kein Problem. Es ist aber kein Renngetriebe per se. Ja. Die Zündung ist ein bisschen andere drauf. Bremsen fuhren, die Simplex-Bremsen, die Originale ist nicht so machtig, sage ich jetzt einmal. Das hat eine Duplex-Bremsen drauf. Das ist mit 2 Anker, Bremsanker. Die verzögert schon ein bisschen besser für den Sportbetrieb. Ja, der Tank ist ein bisschen länger. Haben sie immer die Geschwindigkeitsangaben mit sitzend, aufrecht, fahrend und liegend angegeben und da kann man ganz gut drauf liegen. Also dann geht es auch 10 km/h schneller, sagen sie. Die Räder das sind Aluminium Hochschulterfelgen, das haben sie früher auch so gehabt. Diese Schallenrahmen im Buch, die 250er, haben sie jetzt nicht im internationalen Rennsport großartigen Namen gemacht, aber gewisser János Saarinen hat auch seine Karriere unter anderem auf so einem Fahrzeug angefangen, auf einer Doppelvergaser 250er. Ist dann auch später Weltmeister geworden, ist auch mit Buch in den Grand Prix eingestiegen. Ja, sehr gängiges Fahrzeug eigentlich für die damalige Zeit zum Bewerbefahren national. Ich habe das Fahrzeug damals von meinem Vater übernommen. Also übernommen ist gut gesagt, ich habe es ihm abgekauft. Das war bei uns ein bisschen anders, weil sonst hätte ich es verkauft und dann war es weg gewesen. Darum habe ich mir es gehalten, habe es wieder ein bisschen in Stand gesetzt. Dann ist es einige Jahre gestanden, dann bin ich in Schleiz gefahren, dann hat es einen Getriebeschaden gehabt. Habe ich das wieder hergekriegt, dann ist es wieder 8 Jahre gestanden und letztes Jahr bin ich in Schwanenstadt damit gefahren. Einfach nur, dass es mal wieder bewegt wird. Steht es wieder ein Jahr und dann schauen wir, ob es auch wieder mal anspringt.
Coming soon. Vorderbremse, in dem Fall links, aus der Norm, Kupplung, Zündverstellung, Lenkungsdämpfer, Rückwehr, Luft, Vergaserluft, das, Dekompressor, Schalthebel, Kickstarter,